Wer sind eigentlich diese Millionäre? Sind es diejenigen, die in New York City in einer Loftwohnung im 40. Stock wohnen? Oder sind es diejenigen, die in Zürich an der Bahnhofstraße ihre Wocheneinkäufe machen? Nun ja und ja. Aber der durchschnittliche Millionär muss nicht unbedingt im Wolkenkratzer in New York City wohnen. Er wohnt hier, bei uns, nebenan. Was können wir von diesen Leuten lernen, um uns vielleicht eines Tages selbst Millionäre nennen zu können? Hier sind die 5 Kernaussagen aus dem Buch The Millionaire Next Door, geschrieben von Thomas J. Stanley und William D. Danko. Herzlich willkommen bei Money Talk. Kernaussage Nummer 1. Die 12 Charakteristiken eines Millionärs. Entgegen vieler Erwartungen kamen die meisten Millionäre nicht durch Glück oder Erbschaften zu ihrem Vermögen. Vielmehr ist es das Resultat von harter Arbeit, Lifestyle-Entscheidungen, Planung und Selbstdisziplin. Vielleicht klingt das ein bisschen zu romantisch oder klischeehaft, aber lassen wir die Statistik sprechen. Erstens, der durchschnittliche Millionär lebt unter seinen Verhältnissen. Ungefähr 50% lebt in demselben Haus für mehr als 20 Jahre. Zweitens, die Energie, Zeit und das Geld werden für den Aufbau von Vermögen genutzt. Drittens, der Millionär nebenan verbringt doppelt so viel Zeit mit der finanziellen Planung und Investitionen als sein Nicht-Millionär-Nachbar. Viertens, Freiheit und finanzielle Sicherheit sind ihm wichtiger als ein hoher sozialer Status. Fünftens, der Millionär nebenan bekam keine finanziellen Geschenke von seinen Eltern. Sechstens, er ist selbstständig. Rund 2/3 sind ihr eigener Chef und 75% würden sich selbst als Unternehmer bezeichnen. Siebtens, die meisten sind über 50 Jahre alt und männlich. Achtens, der Millionär nebenan hat einen Sicherheitsfonds, mit dem er sich seinen Lebensstandard für 10 Jahre oder länger halten kann, ohne auf zusätzliches Einkommen angewiesen zu sein. Neuntens, er ist gut ausgebildet. Nur 20% von ihnen hat keinen Universitätsabschluss. Zehntens, er investiert sehr viel Geld. Im Durchschnitt werden 20% des realisierten Einkommens wieder reinvestiert. Die Investitionsentscheidungen werden selbstständig getroffen. 11. Der Millionär nebenan investiert langfristig. Über 90% halten ihre Investments für mehr als ein Jahr. 12. Jeder Cent wird zweimal umgedreht, bevor er ausgegeben wird. Der Millionär nebenan ist ein Geizhals und hasst es, Geld auszugeben. Ich empfinde diese Eigenschaften als sehr überraschend und würde mir den durchschnittlichen Millionär ein bisschen anders vorstellen. Schreib mir doch in die Kommentare, was deinen durchschnittlichen Millionär ausmacht. Kernaussage Nummer 2. Geh es langsam an. Beginnen wir mit ein paar Fragen. Hat dein Haushalt ein festgelegtes Budget? Weißt du, wie viel du und deine Familie jährlich für Essen, Kleidung und an Miete zahlen? Hast du ein klares tägliches, wöchentliches, monatliches oder jährliches Ziel? Nimmst du dir viel Zeit, um deine finanzielle Zukunft zu planen? Konntest du alle Fragen mit Ja beantworten? Die Mehrheit der Millionäre kann es. Vielleicht denkst du jetzt, warte einmal, wofür würde ein Millionär ein Budget brauchen? Naja, weil die Millionäre dadurch zu Millionären geworden sind und so stellen sie sicher, dass sie es auch bleiben. Man kann es zum Beispiel mit dem Training im Fitnessstudio vergleichen. Bestimmt hast du schon Videos von YouTubern gesehen, die jeden Tag trainieren gehen. Das sind doch diejenigen, die es scheinbar nicht nötig haben, jeden Tag zu trainieren, oder? Aber genau das ist der Grund, warum sie so fit sind und vor allem, warum sie so fit bleiben. Finanziell unabhängig zu werden und zu bleiben, ist nicht wirklich anders. Also, wie kannst du es langsam angehen lassen? Zum Anfang wäre zum Beispiel die Wohnsituation. Man könnte beispielsweise in eine eher durchschnittliche Nachbarschaft ziehen. Klar, eine Loft in Manhattan hat auf alle Fälle ihre Reize, aber um dort zu wohnen, muss man bereits einen bestimmten Standard erreicht haben. In einer durchschnittlichen Nachbarschaft zu wohnen, bringt viele Vorteile mit sich. Zum Beispiel macht es die ganzen sozialen Vergleiche einfacher und man kann ohne extremen Druck sein Vermögen ansparen. Grundsätzlich gilt die Regel, gib so wenig wie möglich für Konsumgüter aus und kaufe dir lieber Gegenstände, die womöglich sogar an Wert gewinnen. Defensiv bedeutet,
auf kurzfristige Erfolgserlebnisse zu verzichten, um dafür auf langanhaltende Erfolgserlebnisse zu sparen. Um ehrlich zu sein, Millionäre geben oftmals auch gerne Geld aus. Sie spielen sowohl offensiv als auch defensiv. Aber nur ein kleiner Teil von ihnen hat wirklich genügend Geld, um langfristig offensiv spielen zu können. Für uns, die anderen 99,99%, gilt, das Ganze langsam angehen. Kernaussage Nummer 3. Die wahren Kosten des Konsums. Das Preisschild an etwas repräsentiert leider nicht die wahren Kosten, die mit einem Kauf einhergehen. Natürlich bezahlst du nur, was auf der Kasse angezeigt wird, aber da steckt weit mehr dahinter. Es nennt sich Opportunitätskosten. Opportunitätskosten sind der entgangene Nutzen einer nicht gewählten Alternative. Tönt ziemlich kompliziert, ist es aber nicht. Machen wir ein Beispiel. Nehmen wir an, im November 2017 hattest du ein iPhone 6. Unter uns, dann wirst du nun über den Kauf eines neuen iPhones nachdenken, auch wenn die 1000 Euro viel Geld sind. Nun, die 1000 Euro für ein Smartphone ist nicht das einzige, worüber du nachdenken solltest. Wie hoch sind die Opportunitätskosten? 1000 Euro könntest du als Alternative auf dem Aktienmarkt anlegen und mit einer fiktiven 10% Rendite pro Jahr. In 10 Jahren würde das neue iPhone plötzlich 2500 Euro kosten, 6720 Euro nach 20 Jahren und nach 50 Jahren kostet dich das iPhone satte 117.000 Euro. Das scheint mir ein relativ teures Smartphone zu sein. Oder Zigaretten. Ja, ein Klischeebeispiel, aber hör dir das an. Wenn du in der Zeit von 1950 bis 1996 das Geld, das du für 2 Päckchen am Tag statt zu rauchen in Philip Morris investiert hättest, dann wärst du heute Multimillionär. Es gibt noch eine zweite Art von Opportunitätskosten, die Opportunitätskosten der Zeit. Um ein großes Inventar an hübschen oder luxuriösen Dingen zu besitzen, braucht es nicht nur viel Geld, sondern auch viel Zeit. Du kaufst dir keinen Ferrari, ohne vorhin den Ferrari-Markt zu studieren. Du kannst auch keinen modischen Kleiderschrank haben, ohne dich mit Mode und Trends auseinanderzusetzen. Zum Beispiel diese Zeit, in der du Modehefte studierst, YouTube-Videos zum Thema Fashion Trends schaust und dein Instagram durchscrollst, könntest du auch anders verwenden. Zum Beispiel, um dich mit Finanzen auseinanderzusetzen, um dein Startup aufzubauen oder um ein durchdachtes Budget für deinen Haushalt auszuarbeiten. Zeit und Energie sind limitierte Ressourcen, selbst für Höchstperformer oder sogar besonders für Höchstperformer. Warum würdest du bis zu 60 Stunden in der Woche einer Arbeit nachgehen, um ein Vermögen aufzubauen, nur um es dann in den verbleibenden Stunden der Woche zu ruinieren? Das wäre, als wenn du unter der Woche versuchst, ein Haus zu bauen, nur um es dann am Wochenende mit einer Abrissbirne abzureißen. Scheint mir keine gute Hausbaustrategie zu sein. Kernaussage Nummer 4. Geschenktes Geld sind Bärendienste. Ein Bärendienst ist etwas, das jemand tut, weil er denkt, er würde damit jemandem helfen. In Wahrheit schadet er aber damit. Alle vermögenden Eltern, oder nein, alle Eltern wünschen sich nichts anderes für ihr Kind als ein erfolgreiches und erfüllendes Leben. Wie sorgen vermögende Eltern für einen guten Start ins Leben? Sie liefern zusätzliches Geld, sodass es dem Kind an nichts fehlt. Dies wurde oftmals bewiesen, dass es kontraproduktiv ist. Man könnte sogar sagen, je mehr Geld ein Kind geschenkt bekommt, desto weniger wird es selbst verdienen. Geschenktes Geld lehrt Kinder, über ihren Verhältnissen zu leben. Kinder, die so aufwachsen, haben zu 80% ein tieferes Nettovermögen als ihre Schulkameraden. Erwachsene Menschen, die auf weitere Zustüpfe ihrer Eltern warten, sind um Längen weniger produktiv als ihre Mitmenschen. Sie tun sich schwer, die eigene Geldtasche mit der Geldtasche der Eltern zu unterscheiden. Tatsächlich denken viele sogar, sie hätten es selbst geschafft. Es ist einiges einfacher, fremdes Geld auszugeben, als wenn man es selbst verdient hat. Falls du dich nun fragst, was du deinen Kindern geben kannst, sodass die Chancen steigen, dass sie einmal erfolgreich und erfüllt leben können, das, was die meisten Millionäre von ihren Eltern erhalten haben, war die Lebensschule. Kombiniert mit einem Umfeld, das selbstständige Gedanken erlaubt und fördert und Errungenschaften und Verantwortung feiert und belohnt. Und das ist sogar gratis. Kernaussage Nummer 5.
Wie hoch ist dein Nettovermögen? Befindest du dich zurzeit auf dem Weg, finanziell unabhängig zu werden, oder gehst du in die andere Richtung, hin zu überzogenen Kreditkarten und Spotify-Probeversionen? Was ist eigentlich das Nettovermögen einer Person? Das geschätzte Nettovermögen einer Person lässt sich wie folgt berechnen: Das Alter multipliziert mit dem jährlichen Bruttoeinkommen dividiert durch 10. Sämtliche Erbschaften sollten sowohl vom Einkommen als auch vom Nettovermögen abgezogen werden. Ein Beispiel: Ein Verkäufer von BMW wurde dieses Jahr befördert und verdient nun 80.000 im Jahr mit einem Alter von 30. Sein Nettovermögen ist also 30 mal 80.000 dividiert durch 10 und das ergibt 240.000. Ein Student an der Universität in Zürich ist in seinem letzten Bachelorjahr für den Wirtschaftsabschluss. Er ist 23 Jahre alt. Sein Nettovermögen ist also 23 mal 0 dividiert durch 10. Ach stimmt, für Studenten gilt die Formel nicht, zum Glück. Studenten können also weiterhin feiern gehen. Aber Spaß beiseite, es handelt sich dabei natürlich nur um einen geschätzten Wert. Aber du bist ja nicht hier, um einem Durchschnitt gerecht zu werden. Um zu den Ränken überhalb des Durchschnitts zu zählen, musst du ein Vermögen haben, das mindestens doppelt so hoch ist, wie die Formel es vorschlägt. Für die absolute finanzielle Elite sind wir dann aber schon bei Faktor 10. Solltest du dich unter dem geschätzten Vermögen befinden, dann nutze das, um deinen Ehrgeiz zu wecken. Mit dieser Formel hast du einen Anhaltspunkt und eine konkrete Zahl, auf die du hinarbeiten kannst. Und damit wird es jetzt Zeit, YouTube zu schließen und dich an die Arbeit zu machen. Aber halt, natürlich erst nach diesem Video. Fassen wir die 5 Kernaussagen zusammen. Erstens: Millionär zu werden resultiert aus harter Arbeit, Lifestyle-Entscheidungen, Planung und Selbstdisziplin und nicht aus Erbschaften oder Glück. Zweitens: Du musst das Ganze langsam und defensiv angehen, um langlebiges Vermögen anzuhäufen. Drittens: Opportunitätskosten, sowohl monetäre als auch zeitliche, sollten in Betracht gezogen werden, bevor du Geld ausgibst. Viertens: Geldgeschenke sind kontraproduktiv. Fünftens: Um herauszufinden, ob du dich auf dem Weg zum Millionär befindest, vergleichst du dein Nettovermögen mit deinem Alter mal deinem Bruttojahresgehalt dividiert durch 10. Du hast dir das Video bis jetzt angeschaut und vielen Dank dafür. Ich bin mir sicher, dass du dich auf dem rechten Weg befindest, und zwar einfach nur, weil du Interesse in diese Thematik zeigst. Ich möchte nochmals auf den Punkt der Planung zurückgreifen. Eine Studie aus dem Jahr 2015 hat gezeigt, dass es zu 42% wahrscheinlicher ist, seine Ziele zu erreichen, wenn man sie regelmäßig aufschreibt. Und das ist meine Challenge an dich. Schreibe deine finanziellen Ziele für die nächsten 5, 10 und 20 Jahre auf. Das ist nicht, wo du jetzt bist, aber wo du morgen sein willst. Schreib auf, was auch immer du willst, auch wenn es ein Lamborghini ist. Es soll dich für die nächste Zeit motivieren. Und das war's auch schon für heute mit der Zusammenfassung zum Buch The Millionaire Next Door, geschrieben von Thomas J. Stanley und William D. Danko. Welche Kernaussage hat dir am meisten zugesagt? Was wirst du in Zukunft umsetzen? Schreib mir deine Meinung gerne unten in die Kommentare und lass mich wissen, ob es andere Bücher gibt, zu denen du gerne ein Video hättest. Wenn du neu hier bist, dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und eine Bewertung zum Video abgibst. Dieses Jahr möchte ich 1000 Abonnenten erreichen und das schaffe ich nicht ohne dich. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal hier bei Money Talk.